Ach ja, manchmal muss man Google einfach lieben, ne? Das Denkmal wurde 1896 fertiggestellt. Das ist schon mal ein ordentliches Brett. Wer Knieschleifen will, soll auf die Rennstrecke. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist definitiv eine Strecke in der Gegend, wo ich noch nie vorher war. Das war bestimmt auch mal schön. Mal wieder richtig, richtig geil. Es ist minimal mehr bewölkt als gestern, soll aber noch wärmer werden. Oder habe ich ja gestern günstig getankt. 1,62 habe ich gestern getankt. Heute schon wieder 5 Cent teurer. Der Plan für heute ist so ein bisschen jetzt erstmal relativ zügig über Land zum Harz. Und dann so bei Blankenburg, nicht durch Blankenburg, bei Blankenburg irgendwie rein, einmal rüber, schön in den Südharz zum Kyffhäuser. Da ist wahrscheinlich heute Nachmittag die Hölle los bei dem Wetter. Wenn das Wetter morgens so bleibt, sind da die ganzen Tiefflieger unterwegs. Deswegen will ich da jetzt relativ zügig hin, damit das da jetzt nicht nachmittags irgendwie ich mich mit den Wahnsinnigen da rumstreiten muss. Und mal schön zum Kyffhäuser, Saisonstart, ein bisschen Kurven fahren. Und dann auf dem Rückweg durch den Harz fahren wir durch einen der schönsten, kleinen, niedlichsten Orte, die ich da so kenne. Bin ich irgendwann mal durch Zufall durchgekommen. Das ist wirklich, wirklich ein schöner kleiner Geheimtipp, wo man halt auch nicht einfach mal eben so durchfährt. Muss man schon, ja, entweder halt durch Zufall oder ganz bewusst ansteuern. Und dann am Ende geht's durch Quedlinburg, nach Quedlinburg. Es soll ja absichtlich dort angeblich den besten Käsekuchen der Republik geben. Siehe an, hier bauen sie noch mehr Windkraft. Das ist auch mal echt so ein bisschen spektakulär. So ein langer Turm mit den Dingern mitten in der Landschaft. Krass. Schon eine gute Sache. Hier steht das Global Parts Center Halberstadt Daimler Truck. Not bad. Auf jeden Fall eher ein größeres Ding. Das ist schon mal ein ordentliches Brett. Richtig krass. Meine Fresse, investiert Daimler hier in die Region. Aber was für eine geile Landschaft. Wir nähern uns dem Harz. Es wird ein bisschen hügeliger. Weit ist nicht mehr. Aber bis zu meinem Umkehrpunkt, wenn man so will, sind es auch immer noch 95 Kilometer. Also so kurz ist es auch nicht. Thale, das klingt richtig. Thale habe ich mir ausgesucht als den Ort, mit dem ich den Einstieg in den Harz mache. Willkommen in Thale. Das ist größer als ich dachte. Im Quedlinburg sah das verhältnismäßig klein aus. Und jetzt geht's mehr oder weniger in den Harz. Direkt jetzt eigentlich. Boah, es geht hier auch schon auf jeden Fall schön hoch. Nicht verkehrt.
kann auch lockerer werden, ne? Das ist echt die erste Tour. Da ist irgendwie noch nicht so richtig viel zu holen. Da fährt man wieder so ein bisschen wie der erste Mensch. Ich zumindest. Bestimmt Leute, die steigen aufs Motorrad und fahren genauso wie sie aufgehört haben. Aber am Anfang von der Saison würde ich echt immer so ein bisschen, da geht das noch nicht so richtig locker. Herrlich. Richtig schön hier runter. Das ist doch enorm kurviger, als man das so erwartet. Aber schön, hey, bei dem Wetter. Einmal über die Bode. Landschaftlich hier durchs Tal zu fahren. Ja klar, die Alpen haben nochmal eine ganz andere Dimension, aber das ist jetzt schon auch echt gigantisch. So. Akku tauschen, pieseln, Mittagessen suchen. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann bis hierher, im Vergleich zu meinem uralt Sena, das Cardo top. Ich habe Musik gehört, ich hatte echt Spaß, Musik zu hören auf dem Motorrad. Das war nicht nur Geschrabbel oder irgendwas, was man nicht mehr verstanden hat oder so. Das ist mit den JBL-Kopfhörern oder der Kooperation damit ist das richtig, richtig, richtig gut. Das macht richtig Spaß. Also das Musikhören geht endlich. Ich finde das total geil. Das wird auf langen Autobahnfahrten auf jeden Fall noch richtig gut zum Einsatz kommen. Das ist auf jeden Fall schon mal lohnenswert. Ich hatte ja noch ein bisschen Bedenken, ob das wirklich hinhaut oder sowas, weil man weiß ja immer nie, wie laut diese Dinger werden können, weil ich fahre halt immer mit diesem Ohrgehörschutz und ich muss auf Maximum stellen, das ist gut. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen leiser stellen, wenn man jetzt langsamer unterwegs ist, weil bei der Bundesstraße 100 unterwegs, musste ich schon auf volle Lautstärke drehen, damit man, aber es ging gut, also es wird laut genug, da hatte ich noch ein bisschen Bedenken zu. Das wird jetzt nochmal interessant, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, wie das mit der Kommunikation im Allgemeinen ist. Auf jeden Fall jeden Cent wert, wenn ihr gerade euch überlegt, noch ein Navigationssystem zu suchen, ein paar Prozente gibt es in der Beschreibung. Jetzt fahren wir weiter. Ich habe mir jetzt endlich mal, ich habe gerade geguckt, und ein bisschen einer minimalen Anpassung in der Route komme ich jetzt gleich in 17 Kilometern an der Gulaschkanone vorbei, wo ich vielleicht endlich meine Erbsensuppe kriege. Oder Gulasch halt. Das habe ich ja schon in der zweiten Folge mal versucht. Und da hat es nicht geklappt. Und jetzt klappt es vielleicht. Laut Google hat die sogar offen. Das ist natürlich immer so eine Frage, so früh im Jahr, die wirklich geöffnet sind, aber eigentlich ist ja noch Wintersaison eigentlich so, oder nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie soll offen haben und dann ist jetzt mal so ein Harzer Original. Geil, das geht hier rauf, das geht hier runter. Ich weiß gar nicht, ob das hier jetzt schon offiziell so noch Ostharz oder schon Südharz ist und so. Auf jeden Fall ist das nochmal so was ganz anderes als da um Brocken, Wurmberg rum, Torfhaus, da wo halt so das Meister halt, das Meister auf jeden Fall, wo es auf jeden Fall deutlich touristischer erschlossen ist. Hier ist es auf jeden Fall super ruhig und ist halt einfach auch landschaftlich nochmal ganz anders als
dort drüben. Das hier ist der Harzer Spezialitätenkater zwischen Harzgerode und Sittenfelde. Die Suppe ist mega, vor allen Dingen mega heiß. Die Plastikgabel gibt auf jeden Fall schon mal auf. Aber so oder so, es lohnt sich für jeden, der den Harz auch kulinarisch entdecken möchte. Sehr schön. Das ist die Gulaschkanone. Und jetzt geht's auf zum Kyffhäuser. Ja, im Kyffhäuser wird es jetzt nochmal spannend. Es ist jetzt schon, es ist immer noch 13:30 Uhr. Es ist immer noch früh genug, dass Leute noch arbeiten müssen, aber es ist jetzt deutlich später, als ich dachte, dass ich da bin. Mal gucken, was da so los ist. Nur ein bisschen geselliger hätte es da sein können. Also, da war schon ordentlich was los und es waren noch ein paar Motorradfahrer da. Aber wenn man die anlächelt und dann so sagt so, jo, hier, hockst dir doch dazu. Das ist, da wird nur freundlich genickt und gegrüßt und dann ist jeder für sich. Irgendwie auch merkwürdig. Aber gut. Es ist ja noch Anfang der Saison. Und die Erbsensuppe war top. Die Wurst da drin war auch super lecker. Das Ganze für 6 Euro. Kann man nicht meckern. Das ist schon sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber immerhin, ich habe endlich meine Erbsensuppe gekriegt. Und eine richtig geile Auswahl zum Start der Saison. Besser kann es ja eigentlich gar nicht losgehen. Es soll jetzt zwar nochmal kalt werden, die nächsten Tage, aber das ist ja im März eigentlich abzusehen, dass das nicht so ewig so bleibt. 18 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Das durchgehend ist eher unwahrscheinlich. Ich hoffe nur, dass es dann Ende März wieder so ist. So kann es meinetwegen sein. Am letzten Märzwochenende wird nochmal ein bisschen Offroad geballert. Oh, krasses Gebäude. Da geht es nochmal auf den Trans-Euro Trail. Welche Sektion das ist, weiß ich gerade gar nicht, aber halt von Glückstadt Richtung Holland. Also da so quer durch Niedersachsen. Ich weiß gar nicht, ob man dann auch noch ein Stück durch NRW fährt oder ob das wirklich an der niedersächsischen Grenze dann da irgendwo endet. Aber wahrscheinlich ist noch ein Stück NRW mit drin. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Da wird dann wieder viel Offroad in Anführungszeichen drin sein. Das war bestimmt auch mal schön. So ein richtig schönes Gebäude. Betonung auf war. Die 3 Außenmauern, da kannst du ja nichts mehr mitmachen. Das kannst du nur noch ganz abreißen. Schon interessant. Das scheint ja auch eine alte Bergbaustadt gewesen zu sein. Wie historisch diese Städtchen dann doch alle sind. Das ist eine alte Hütte hier oder so. Oder gar nicht so alt vielleicht. Auf jeden Fall irgendwas sehr Interessantes. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Vielleicht haben sie auch noch Holz klein gehäckselt oder ist das so eine Pelletmaschine oder so. Auf jeden Fall schon spannend, was man da so sieht. Und echt geil hier. Es ist halt nicht so kleinteilig, ne? Es sind jetzt nicht so kleine Straßen, kleine Kurven, dass man das nicht ausfahren kann. Ich meine,
Ich mag ja die hohen Geschwindigkeiten jetzt nicht so wahnsinnig gerne. Also man muss jetzt nicht mit 160 irgendwie durch eine Kurve knallen. Aber hier kann man halt schon recht flott unterwegs sein, wenn man das will. Meine Fresse, das ist ja auch nochmal riesig hier. Anteholz, riesig. Knauf, riesig. Das hier ist übrigens die Thürer Talbrücke der A38. Sie ist 1115 Meter lang und an ihrer höchsten Stelle 35 Meter hoch. Hier sieht man jetzt natürlich auf jeden Fall deutlich mehr Motorradfahrer. Zumindest sind mir schon ordentlich welche entgegengekommen. Aber das ist ja natürlich auch so der Kyffhäuser, so die inoffizielle Rennstrecke, würde ich sagen. Also ich glaube, es gibt keine Strecke, keinen Streckenabschnitt im Harz, der so dafür bekannt ist, so viele Kurven hintereinander zu haben. Ich dachte ja, ich hätte mich ja jetzt schon ein bisschen eingefahren, bevor ich jetzt hier ankomme. Aber ich muss feststellen, ich bin echt noch eingerostet in dieser Saison. So richtig flüssig geht das jetzt noch nicht von der Hand. Macht schon richtig Bock. Klar, hier ist überall 50. Das wird natürlich dann auch ein bisschen mehr kontrolliert, wenn hier mehr los ist. Jetzt ist wahrscheinlich hier noch niemand. Morgen vielleicht. Wenn morgen das Wetter noch so ist, wird das hier richtig voll sein. Es kann gut sein, dass die Polizei dann hier auch ein bisschen was anguckt. Wir fahren ja immer ordentlich. Witzigerweise war ich, glaube ich, noch nie an dem Denkmal. Ich bin hier schon oft die Strecke gefahren, gerade so, wenn man aus dem Süden kommt und dann für den letzten Tag oder so dann doch noch Zeit hatte. Und dann halt durch den Südharz gefahren ist, dann fährt man halt hier zwangsläufig diese Strecke, aber hier zu dem Denkmal selber bin ich noch nie gefahren. Dies, das, tralala, Burghof. Ich will ja gar nicht parken. Ich werde nur ein Bild machen. Also beeindruckend ist das schon. Das ist schon ein krasses Denkmal hier. Ich habe jetzt erstaunt, wie besonders das dann doch ist. Ich dachte irgendwie, das wäre immer nur der Turm, aber da ist noch so ein Reiter. Das muss ich jetzt nachher noch recherchieren, was das eigentlich ist. Ist auf jeden Fall hier ein Besuch wert. Ich bin jetzt hier nur unten auf dem Parkplatz geblieben. Das ist meines Erachtens völlig ausreichend. Jetzt schaue ich mal, ob ich in Quedlinburg noch einen Käsekuchen kriege. Jetzt muss aber gucken, ob das zeitlich noch hinhaut. Schauen wir mal. Bei dem Reiter handelt es sich um Kaiser Wilhelm I. Das Denkmal wurde 1896 fertiggestellt und steht 420 Meter über der Ebene. Auf zur zweiten Runde Kyffhäuser.
hier? Polen. Sehr schön. Die ersten Touristen im Harz. Also Ausflüglein lohnt sich schon. Und was für ein Saisonstart. Das Geilste jetzt da war, dass man da jetzt einfach so hinfahren konnte. Keine Reisebusse, kein, weiß nicht, 5, 6 Touristen. Eigentlich keine Sau da. Das ist natürlich so. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wenn das hier im August wäre oder so. Dann ist da wahrscheinlich die Hölle los. Der Harz erfreut sich ja auch immer wachsender Beliebtheit. Sowohl was den Inlandstourismus als auch den Auslandstourismus angeht. Ich bin immer erstaunt, dass man immer von den 3 Rundumländern um Deutschland, also es sind ja nicht nur 3, aber besonders Dänen, Niederländer und Polen scheinen irgendwie den Harz für sich zu entdecken oder auf jeden Fall. Sieht man diese Kennzeichen sehr häufig. Kann schon verstehen, warum die Supersportler hier ihren Spaß suchen. Aber das ist natürlich auf so öffentlichen Straßen, die auch dann noch zu solchen Touristen-Hotspots führen. Ja, eher suboptimal. Ich muss ja sagen, da habe ich eine relativ radikale Meinung zu. Wer Knieschleifen will, soll auf die Rennstrecke. Fertig. So. Jetzt hätte ich ja fast ein Highlight dieser Tour ausgelassen. Jetzt war ich so fokussiert, ob ich noch ein Stück Käsekuchen kriege. Aber ich wollte ja noch durch einen der schönsten kleinen Orte Süd- oder Ostharz, ich weiß nicht, das ist dann schon wieder... Weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist es wirklich, das ist super schön, super klein. Da muss ich jetzt leider noch einen kleinen Umweg fahren. Und ob ich dann noch ein Stück Käsekuchen kriege, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Fahre ich jetzt hier wohl lang, wo ich sonst auch gar nicht lang gekommen wäre. Habe ich mir ein paar Kilometer gespart. So ist das, wenn man nicht aufpasst. Dann entdeckt man neue Strecken. Auch nicht so schlecht. Schöne Simson. Schon ein schönes Fleckchen Erde hier. Wettelrode. Sie fahren zu schnell. Böser Smiley. Das ist definitiv eine Strecke, eine Gegend, wo ich noch nie vorher war. Die Straße ist auch eher mäßig, allerdings schon seit Kilometern. Aber es juckt einen ja nicht so groß.
nähern uns dem kleinen, süßen Superort. Muss ehrlich sagen, ich bin da immer nur durchgefahren, also ich weiß gar nicht, wie schön der Ort selber ist, aber das alles drumherum ist auf jeden Fall traumhaft schön und die Strecke macht auch richtig Bock. Wippra, Südharz, das ist einfach schönes, niedliches Städtchen, wo man wirklich gut anhalten, durchfahren, was man mit einplanen kann. So, und jetzt geht das hier nämlich richtig schön den Ort hoch. Und natürlich guckt man von der anderen Seite ja dann so ein bisschen runter in den Ort. Das ist natürlich dann noch eine Nummer schöner. Aber wir fahren es jetzt diesmal so rum. Wahrscheinlich auch nochmal irgendwann andersrum, aber diesmal so rum. Schön darüber. Aber man merkt, dass das heute schon echt viel Fahrerei gewesen ist. Aber schön. Schön. Ja, meines Erachtens müsste es nicht nochmal kalt werden. Das kann jetzt meinetwegen zweistellig bleiben mit den Temperaturen. Und sonnig. Wäre schon okay. Hätte ich gedacht, dass es hier nochmal so bergig wird. Ich meine, gut, man ist noch mitten im Südharz, aber es ist hier schon noch mal eine Hausnummer. Also die Strecke gerade war schon gut. Ich meine, hier ist halt keine Sau. Ich weiß nicht, wie es hier in der Saison aussieht, aber es ist wirklich eine ganz andere Hausnummer vom wie es hier ausgebaut ist und so. Ja, für Käsekuchen sind wir übrigens zu spät. Das wird nichts mehr. Da machen die Cafés in Quedlinburg alle zu. Ich könnte höchstens da mal so kurz vor Ladenschluss halten und auch 2 Stücke Käsekuchen für auf die Hand rauskaufen. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist. Ich habe das jetzt auch gar nicht mehr eingeplant. Oder dass uns alles ein bisschen zu spät wird. Ich muss ja auch noch wieder heim. Um 6 ist dunkel, dann wird es auch wieder kalt. Die Saison hat ja gerade erst begonnen, da muss man das jetzt ja auch nicht übertreiben. Das ist ja nur dazu mal zu fahren. Deswegen fahre ich jetzt bis Quedlinburg. Da wird es wohl irgendwo noch eine Tankstelle geben. Genau. Quedlinburg noch einmal tanken. Da einmal durchfahren. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen was Schönes von der Stadt sehen. Dann geht's heim. Bei so klarer Sicht sieht man das erstmal. Was für ein Meer an Turbinen, Windturbinen, Windkraftwerken? Windkraftwerken. Ich glaube, Windkraftwerken ist das richtige Wort. Da ist eine ganze Reihe da hinten und dahinter noch weiter. Das sieht hier auf der also ich sehe das von hier, ich weiß nicht, ob es man aus der Aufnahme sehen kann, aber es ist hier schon echt viel. Das ist richtig gut. Das
hinten auch nochmal. Sieht man wahrscheinlich nicht. Kann man nicht so gut erkennen, aber da ist auch nochmal richtig viel Windstrom. Nice. Ach ja, manchmal muss man Google einfach lieben, ne? Er hat's mich erst so schön noch durch Quedlinburg geschickt. Alles ökologisch super. Und dann hat es irgendwann die Strecke optimiert. Und jetzt bin ich doch nicht durch Quedlinburg gefahren. Und jetzt bin ich auch schon wieder daran weg und weit und weg. Dann gibt es jetzt weder Quedlinburg mit einer Ortsdurchfahrt noch Käsekuchen. Aber dafür halt irgendwo noch eine Tankstelle. Und dann vielleicht halt noch ein bisschen Golden Hour über das sachsen-anhaltinische niedersächsische Grenzgebiet. Traumhaft schön ist es trotzdem gewesen, richtig Bock gebracht hat es auch. Und kann nicht immer alles haben. So ist es. Dafür habe ich endlich meine Erbsensuppe gekriegt. Und das war ja auch schon mal gut. Dann gibt es keinen Käsekuchen. Aber dafür einen Twix an der Tankstelle. Ja, wenn ihr es bis hierhin gut findet, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Das wird dem Kanal wirklich sehr helfen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. We're dancing in the bright light.